Wenn wir in Kingdom Come 2 nicht die ganze Zeit zu Fuß laufen wollen, brauchen wir natürlich ein Pferd. Und so ein Pferd, das besorgen wir uns. Wir sind jetzt hier gerade noch beim Müller, also bei der Müller-Quest, wo wir die Diebeskunst lernen. Und hier ganz in der Nähe gibt es 2 richtig gute Pferde. Also laufen wir hier einfach mal raus. Es ist abends, das ist natürlich ganz praktisch. Und dementsprechend rennen wir jetzt hier mal eben über die Brücke raus bis zum nächsten Lager. Und das nächste Lager ist ein Holzfällerlager. Und hier kommen wir auch schon zum Holzfällerlager. Und es ist tatsächlich nicht weit weg. Und da vorne stehen auch schon die Pferde. Was übrigens immer mal wieder passieren kann, dass so Pferde einfach auch mal random auf der Straße rumstehen. War zumindest im Early Access vom Release so, dass da immer mal wieder Pferde rumstanden. Es gibt auch immer mal wieder so Kuriere, die hier rumrennen. Und vielleicht machen die gerade irgendwo eine Pause und lassen ihr Pferd irgendwo rumstehen. Auf jeden Fall kann man die ganz gut dann auch aufheben, sicherstellen, die armen Pferde, und zum Händler bringen. So, und jetzt gucken wir gerade mal. Hier diese beiden Pferde sehen nicht nur gut aus. Also richtig stattliche Pferde stehen hier rum. Die haben sogar, wenn wir hier X drücken, richtig gute Werte. 17 und 258 an Kapazität. Das ist ziemlich wichtig. Also mutig, relativ hoch vom Mutwert. Finde ich immer ganz praktisch, dass man vom Pferd aus auch ein bisschen kämpfen könnte. Das hat sogar nur 16. Das heißt also, das würde ich sagen, verkaufen wir. Und das andere hier, das nehmen wir uns dann. Ja. Und das lassen wir dann für uns sozusagen oder auf uns einschwören, auf uns branden. Und dann haben wir ein Pferd. Also erstmal zack, drauf hier. Guckt keiner, interessiert sich auch irgendwie keiner für. Vielleicht später, das wäre natürlich schlecht, wenn das im Nachhinein Auswirkungen hat. Und jetzt sind wir hier eigentlich schon weg, beziehungsweise wir können auch direkt hier oben zum Nomadenlager hin. Und das Nomadenlager haben wir sofort, relativ sofort am Anfang markiert, wenn wir nach dem Pranger am Anfang mit Bara sprechen, mit der Bettlerin. Die sagt uns nämlich, wir sollen hier oben zu Kater gehen. Und der Kater wiederum ist hier im Nomadenlager. Und genau, hier besiege Kater im Duell. Und hier gibt es am Eingang auch noch den Nikolai, den Pferdehändler. Und da gehen wir natürlich auch jetzt gleich hin. Beziehungsweise, ja, es ist mitten in der Nacht. Wir reiten einfach mal hin und müssen dann wahrscheinlich einfach gleich noch ein bisschen warten. Aber Hauptsache, wir sind dann schon mal da. So, und dann sind wir tatsächlich auch schon hier. Und ich stelle jetzt das eine Pferd einfach mal ab. Ja, der ist tatsächlich auch nicht mehr an seinem Platz. Und jetzt stellen wir die Pferde. So, absteigen. Jetzt stellen wir die Pferde einfach hier vorne hin ab. Und ich probiere mal, ob ich auch direkt das zweite Pferd hier auch hinbringen kann. So, und damit komme ich wieder zurück hier zu dem Lagerplatz. Der Holzfäller. Und jetzt schnappen wir uns das Pferd. Na, hier geblieben. So. Und damit reise ich jetzt auch direkt durch. Von hier aus zum Nomadenlager. Und schon sind wir da. So, jetzt habe ich hier 2 Pferde. Und beide stehen jetzt hier sogar. Sehr gut. Beziehungsweise, ich glaube, das eine... Doch, ich lasse die erstmal beide stehen. So, jetzt sind die beide hier markiert in diesem Bereich, also zwischen diesen roten Fähnchen hier. Und da können wir sie dann am nächsten Morgen verkaufen. Beziehungsweise eins für uns einstellen. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen schlafen. Das können wir hier direkt vor dem Lager machen. Da ist ein kleiner Schlafplatz. Sollten wir hier also in der Nacht auftauchen. Ich denke mal so gegen 7, 8 Uhr sollten die wieder da sein. So, ich ziehe mir jetzt erstmal meine guten charismatischen Klamotten an. Genau, Charisma 14. Ich hoffe, dass wir dadurch dann vielleicht einen besseren Preis bekommen. Und damit schauen wir mal direkt nach. Da ist der Händler, da sitzt er auch schon. Jetzt nehme ich allerdings erstmal das Pferd, was ich behalten will. So. Und das kommt jetzt hier nochmal raus aus diesem Bereich. Stellen wir einfach mal hier daneben.
Und jetzt quatschen wir ihn mal an und dann hören wir mal, was er dazu sagt. Hör mal, Alten, ich habe hier ein Pferd. So, Pferdeschwarzmarkt. Da kommen wir auch schon direkt hin. Ich habe hier ein Pferd für dich. Was genau hast du mit ihm vor? Und dann können wir eben sagen, wir wollen es beschaffen, also dass es uns gehört oder eben verkaufen und das Ich will mein Pferd Pferd gegen Groschen eintauschen. Für das hier gebe ich dir diese Summe. gibt er uns diese Summe. Und jetzt haben wir hier natürlich, naja, ein kleines Problem, denn er hat einfach nicht so viel Geld. Er hat einfach keine Kohlen. Wir könnten natürlich dachte gerne eher an einen feilschen. anderen Betrag. Was sagst du dazu? Was sagst du zu der Summe? Wir können aber nicht mehr auswählen. Er hat einfach nicht mehr. Händler hat nicht genug Geld. Von daher nehmen wir trotzdem nach dem Feilschen diesen Preis. Und er sagt, wow, Wer Alten, würde da widersprechen? Und ich bin keiner. Hier, bitte. Du das kannst ist natürlich jetzt ein gehen, richtig More. guter Preis. Ich kümmere mich um den Rest. Und schon ist das Pferd verkauft Vorsicht. und wir haben die Kohlen. So, bei dem nächsten Pferd, das passt doch zu mir perfekt, aufsitzen. Dann tun wir das auch wieder hier in diesem Bereich und sagen jetzt bei dem Pferd, das soll unser werden. Also, Pferdeschwarzmarkt. Ich habe hier ein Pferd für dich. Was genau hast du mit ihm vor? Dann gehen wir auf Beschaffen. Ich würde dieses Pferd gern behalten. Du hast ein gutes Pferd gefunden. Es gehört ganz dir. Aber für meine anderen Dienste verdiene ich eine Belohnung. Das ist mein Angebot. Und dadurch, dass wir jetzt gerade noch ein bisschen Geld bekommen haben, habe ich gerade soeben, oder auch nicht, wir gucken mal, Schätzt ausreichend deine Dienste Geld. etwas höher ein als gedacht. Das ist natürlich ein wär's echt hiermit? hoher Preis, aber das Pferd würde danach uns gehören. Also, ich habe 1700 jetzt in der Tasche. Wenn du ausreichend Geld zur Verfügung hast, das heißt, du gehst vielleicht einfach später dahin und gehst hier vielleicht mit 2000 Münzen hin, dann macht es natürlich Sinn, dass man erst diesen Service in Kauf nimmt, dass man das Pferd bekommt und danach verkauft man dann das andere Pferd, weil dann hat der Händler ja mehr Geld. Ich würde gerne, probieren wir es mal, mit 1400 bezahlen. Ist das genug? Dieser Preis ist fast akzeptabel. Fast. Fast akzeptabel. Und dadurch, dass er da jetzt so hoch ist, bei 490, gehen wir mal auf 450. Weißt du was? Ja, warum nicht? Dann lass uns die Sättel wechseln, bevor ich was vergesse. Oh, eins noch. Da das dein erstes Pferd ist, schenke ich dir einen alten Sattel und Zaumzeug, damit du nicht wie ein Bettler umherreitest. Das ist doch nett. Eine Stunde später Gute Reise! haben wir hier alles. Zaumzeug haben wir auch noch dazu bekommen. Jawohl, Sattel haben wir auch dazu bekommen. Aufsetzen, Pferd ansehen. Und jetzt haben wir das hier. Mein Pferd mit allen Werten, genau so, wie das sein soll. Perfekt. Aufsitzen. Alter, und da dreht es sich. Das ist aber auch sehr cool gemacht. Das ist ja richtig cool gemacht. Und schon sehen wir hier das Zaumzeug. Wir sehen hier die Hufeisen. Und der Sattel, der fehlt noch. Da muss ich doch erstmal gucken. Tatsächlich kein Sattel. Oha. Also, so reiten wir jetzt aber trotz allem erstmal zurück zum Müller. Denn da habe ich ja dann meine Kiste. Und dann gucken wir mal, was wir dem Pferd alles noch geben können. Überfall. Wir fliehen am besten direkt. Ja, das brauchen wir jetzt natürlich gerade nicht. Gerade wenn wir jetzt hier frisch etwas gemacht haben. Erstmal durchziehen, erstmal abhauen. Den Überfall, die gucken wir uns später an, die Halungen. Jetzt erstmal zurück hier zum Müller. Eben speichern, damit das Ganze hier erledigt ist. Und dann haben wir endlich ein eigenes Pferd. Ich gucke, ob ich noch einen Sattel finde in meinem Inventar. Und vielleicht sogar noch eine Schabracke. Sollte ich vielleicht auch noch rumliegen haben. Und dann können wir das Pferd erstmal komplett... Oh, ausrüsten. So, absteigen. Na siehste, also wir haben hier tatsächlich auch noch einen Sattel, Blut verschmiert, Ritter, Hufeisen hatte ich auch noch, Zaumzeug aus Leder. Das nehmen wir mal mit. So, jetzt sitzen wir erstmal eben auf hier. Ich habe alles aus der Kiste rausgeholt. Da sehen wir jetzt im Inventar alles, was wir hier bekommen haben. Wir hatten tatsächlich doch noch einen Sattel. Wir müssen das bloß mit X zum Pferd rüber bringen. Also X, 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 X und nochmal X. Und dann gucken wir mal jetzt hier. Da haben wir das Inventar vom Pferd. Und dementsprechend können wir jetzt mal schauen,
was wir hier, wie die Werte sind. Also, das ist ausgerüstet. So, das sehen wir hier auch. Und dann sehen wir hier noch den Sattel. Und beim Sattel können wir tatsächlich auch nochmal gucken. Gibt es da einen Unterschied? Ja, wir haben hier natürlich ein höheres Gewicht. Genau, und dieser einfache Sattel, den wir hier bekommen haben, da steht auch einfach drin, schäbiger, einfacher Sattel. Er bietet wenig Tragekapazität, aber zum Glück wird das Pferd dadurch nicht langsamer. Und bei dem anderen hier, bei diesem Prager Sattel, erhöht die Tragekapazität des Pferdes nur ein wenig, hat dafür aber kaum Auswirkung auf seine Geschwindigkeit. Also dann nehme ich natürlich auch hier den zweiten Sattel. Beides schon ausgerüstet. Ritterhufeisen jetzt hier. Dann das Reitzeug, auch hier das Reitzeug. Reitzeugdecke, die holen wir uns jetzt gleich auch noch. Das sind diese Schabracken, die holen wir uns gleich auch noch aus dem Bienenstock im ersten Dorf. Ja, und damit sind wir hier auch schon in Troskowitz. Und hier vorne hatten wir doch dann das Lager. So, und da gucke ich gleich mal rein, ob wir hier nicht noch ein paar Schabracken drin haben. Sind die hier noch drin oder nicht? So, perfekt. Eben absitzen mit X. Muss noch mal gucken, wie ich die blutverschmierten Sättel und das Zaumzeug, das blutverschmierte, wie ich das sauber bekomme. Vielleicht einfach durchs Wasser reiten. Teste ich auf jeden Fall nochmal. Und jetzt gucken wir hier mal eben rein. Es ist alles weg. Also, hier ist nichts mehr drin. Die Schabracken sind nicht mehr da. Das heißt, wir könnten höchstens nochmal zum Händler gehen, zum Schneider gehen und gucken, ob er noch ein paar Schabracken rumliegen hat. Und siehe da, wenige Tage später ist das Inventar des Händlers wieder gefüllt. Und was natürlich auch gut ist, da ist es. Schabracke mit einfacher Färbung. Ist mir doch egal. Er kriegt einfach gar nichts mit, ne? Hier ist auch wieder alles voll. Das ist ja crazy. Theoretisch könnten wir uns jetzt hier hinstellen und das einfach auch wieder klauen, ne? Aber wir reden mal eine Runde mit ihm. Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. Und dann gucken wir doch einfach mal rein, was er so alles hat, zu welchen Preisen und ob es sich lohnt, dass wir da vielleicht nachts einfach nochmal einsteigen und ihn leer machen. So, da sind die ganzen Schabracken. Ach, schade. Er hatte so eine hochwertige, um die 400, 500, die hat er dabei gehabt. Wobei hier so schwarz-weiß ist eigentlich auch nicht schlecht. Eigentlich würde ich gerne so eine dunkle haben, die auch wieder nicht so auffällig ist. Wäre eigentlich nicht so schlecht. Auch bei den Schabracken haben wir Auswirkungen auf unser Pferd. Das bedeutet, bei dieser Schabrackenart zum Beispiel haben wir die Auswirkung, dass das Tier zwar tapferer wird, was ja gut ist, aber das Tier wird auch verlangsamt und wir haben weniger Tragekapazität. Dann gibt es hier noch so eine einfache Schabracke mit wenig Auswirkung darauf. Und das sind dann hier Teile, die quasi nur entweder für hinten oder für vorne sind. Also die kann man dann teils quasi abdecken für den vorderen Bereich des Pferdes, für den hinteren Bereich. Also es gibt unterschiedliche. Ja, und die er jetzt gerade hier im Angebot hat, die sind alle für mich nicht besonders interessant. So, erstmal noch schnell den Schneider hier beklauen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und dann können wir in der nächsten Nacht hier reingehen mit unserem neuen Pferd. Ja, so und so ähnlich kann es weitergehen jetzt mit dem Pferd. Frisch nochmal kurz gespeichert. Wir machen jetzt hier erstmal einen Abgang von dem Schneider. Den werden wir beim nächsten Mal wieder ausrauben und dann alles hier aufs Pferd draufladen. Denn mit dem Pferd haben wir jetzt natürlich sämtliche Möglichkeiten, noch mehr zu transportieren. Und solltet ihr euer Pferd irgendwann mal suchen, weil ihr es irgendwo stehen lassen habt, dann drückt man einfach mal X und dann kommt es auch schon angerannt. So viel zum Pferd. Viel Spaß mit euren Pferden. Gönnt euch ein Pferd. Und wie gesagt, diese Spielerei, entweder erst ein Pferd verkaufen und ein bisschen Cash kriegen oder erst ein Pferd auf einen einschwören und danach das Geld wiederholen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also ich werde jetzt gleich mir noch ein Pferd suchen, das wieder zum Pferdehändler bringen, damit ich mein Geld wieder bekomme. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.